Der Wald der vergessenen Träume. Es war einmal ein Wald namens der Wald der vergessenen Träume. In diesem Wald lebte ein kleiner Fuchs namens Fritz. Fritz war kein gewöhnlicher Fuchs. Er konnte sprechen und hatte eine besondere Fähigkeit: er konnte die Träume der Menschen sehen, die im Wald verloren gingen. Eines Tages hörte Fritz das Weinen eines kleinen Mädchens. Ihr Name war Lisa und sie hatte sich im Wald verirrt. Fritz näherte sich vorsichtig und fragte: Warum weinst du, kleines Menschenkind? Ich habe mich verirrt und finde den Weg nach Hause nicht mehr, antwortete Lisa. Fritz dachte nach und sagte: Ich könnte dir helfen, aber dafür müsstest du mir deinen unerfüllten Traum erzählen. Lisa zögerte, dann sagte sie: Ich habe immer davon geträumt, fliegen zu können, wie die Vögel am Himmel. Fritz lächelte und seine Augen leuchteten auf. Folge mir, sagte er. Sie gingen durch den Wald und kamen schließlich zu einer Lichtung, wo viele vergessene Träume als leuchtende Kugeln herumschwirrten. Fritz schnappte eine der Kugeln und gab sie Lisa. Schließe deine Augen und denk an deinen Traum, sagte Fritz. Lisa schloss ihre Augen und als sie wieder öffnete, spürte sie, wie sie vom Boden abhob. Für einen kurzen Moment flog sie über den Wald und fühlte sich frei wie nie zuvor. Als sie wieder landete, sagte Fritz: Dein Traum ist erfüllt, und nun kenne ich den Weg aus dem Wald. Fritz führte Lisa aus dem Wald und sie fand den Weg nach Hause. Von diesem Tag an besuchte Lisa den Wald öfter, um Fritz zu sehen und um die Träume, die im Wald vergessen wurden, wieder zum Leben zu erwecken. Nachdem Lisa den Wald verlassen hatte, konnte sie den magischen Ort und den besonderen Fuchs Fritz nicht vergessen. Sie erzählte niemandem von ihrer Erfahrung, denn sie wusste, dass die meisten Menschen es nicht glauben würden. Stattdessen schlich sie sich immer wieder in den Wald der vergessenen Träume, immer auf der Suche nach Fritz und den leuchtenden Kugeln der Träume. In der Zwischenzeit spürte Fritz, dass sich etwas im Wald veränderte. Die leuchtenden Kugeln wurden seltener und einige Teile des Waldes begannen, ihre Farbe und Vitalität zu verlieren. Besorgt sprach Fritz mit der weisen Eule Emma, die ebenfalls in dem Wald lebte. Emma, weißt du, was mit unserem Wald geschieht? Warum verliert er seine Magie? Die Eule schaute besorgt und antwortete: Die Menschen kommen nicht mehr so oft in den Wald, und ihre vergessenen Träume sind die Quelle unserer Magie. Wenn das so weitergeht, wird der Wald sterben. Fritz war entsetzt. Was können wir tun? In der Mitte des Waldes gibt es einen magischen Brunnen, den Brunnen der Hoffnung. Nur ein Mensch mit einem reinen Herzen kann den Brunnen aktivieren und den Wald retten. Vielleicht ist Lisa diejenige, die uns helfen kann, sagte Emma. Entschlossen machte sich Fritz auf den Weg, um Lisa zu finden. Glücklicherweise kam Lisa gerade an diesem Tag zurück in den Wald. Als sie Fritz sah, umarmte sie ihn freudig. Fritz, ich habe dich vermisst. Aber ich sehe, du bist besorgt. Was ist los? Fritz erzählte Lisa von dem magischen Brunnen und der drohenden Gefahr für den Wald. Du bist vielleicht unsere letzte Hoffnung, Lisa. Willst du uns helfen? Ohne zu zögern, antwortete Lisa. Sie machten sich auf den Weg zum Brunnen der Hoffnung. Der Weg war schwierig und voller Hindernisse. Sie mussten reißende Flüsse überqueren, steile Berge erklimmen und gefährliche Tiere meiden. Aber ihre Entschlossenheit ließ sie nicht im Stich. Endlich erreichten sie den Brunnen. Er war fast ausgetrocknet und die magische Aura, die ihn einst umgeben hatte, war fast verschwunden. Du musst deinen unerfüllten Traum in den Brunnen werfen und dann wird er wieder zum Leben erweckt, sagte Fritz. Lisa schloss ihre Augen und dachte an ihren Traum vom Fliegen, der dank Fritz bereits erfüllt worden war. Dann dachte sie an einen neuen Traum, in dem der Wald und alle seine Bewohner glücklich und gesund waren. Sie sah eine leuchtende Kugel aus ihrer Hand erscheinen und warf sie in den Brunnen. Für einen Moment passierte nichts. Dann begann der Brunnen zu leuchten und das Wasser stieg an. Ein Strahl von Licht und Energie schoss in den Himmel und verbreitete sich im ganzen Wald. Überall begannen die Bäume wieder zu blühen, die Flüsse füllten sich mit klarem Wasser und die leuchtenden Kugeln der Träume erschienen wieder. Du hast es geschafft, Lisa. Du hast den Wald gerettet, sagte Fritz mit Tränen in den Augen. Und so wurde Lisa zur Legende im Wald der vergessenen Träume. Sie besuchte den Wald so oft sie konnte, immer begleitet von ihrem treuen Freund Fritz.
Zusammen halfen sie den verirrten Seelen, ihre Träume wiederzufinden und sorgten dafür, dass der Wald für immer ein Ort der Magie und Hoffnung blieb. Jahre vergingen und Lisa wuchs zu einer jungen Frau heran. Doch je älter sie wurde, desto mehr verblasste die Erinnerung an den magischen Wald und Fritz. Der Alltag, die Schule und schließlich die Arbeit ließen wenig Zeit für Fantasien und Träume. Eines Tages, als Lisa durch alte Fotos blätterte, fand sie ein Bild von sich als kleines Mädchen im Wald. Ein Gefühl der Nostalgie und Sehnsucht überkam sie. Ich muss zurückkehren und herausfinden, ob alles nur ein Kindheitstraum war, dachte sie. Als sie den Wald betrat, war sie schockiert. Obwohl die Bäume und die Lichtung noch da waren, fehlte die Magie. Der Wald wirkte traurig und verlassen. Verzweifelt suchte sie nach Fritz, aber er war nirgends zu finden. Endlich am Rand einer verfallenen Lichtung fand sie ihn. Der Fuchs war alt und schwach geworden, seine Augen hatten den Glanz verloren. »Fritz, was ist passiert?« fragte Lisa traurig. »Die Welt draußen hat dich und deine Träume absorbiert, Lisa. Du hast aufgehört zu träumen und den Wald zu besuchen. Ohne Träume stirbt dieser Ort.« Ein Gefühl der Schuld überkam Lisa. »Ich habe euch im Stich gelassen. Gibt es einen Weg, die Magie zurückzubringen?« »Es gibt eine letzte Möglichkeit«, sagte Fritz schwach. »Am Rande des Waldes wächst die Blume der Ewigkeit. Nur alle 100 Jahre blüht sie, und heute ist der Tag. Ihre magischen Eigenschaften können den Wald retten. Aber der Weg dorthin ist gefährlich und wurde noch nie zurückgelegt.« Ohne zu zögern, machte sich Lisa auf den Weg. Sie kämpfte gegen die Dunkelheit, gegen schreckliche Kreaturen und gegen ihre eigenen Zweifel. Schließlich, als sie fast aufgeben wollte, sah sie die Blume in der Ferne leuchten. Sie pflückte sie vorsichtig und kehrte zum Brunnen der Hoffnung zurück. Mit zitternden Händen legte sie die Blume ins Wasser. Plötzlich begann der Brunnen zu leuchten, stärker als je zuvor. Ein gewaltiger Strahl schoss in den Himmel und der Wald begann, sich zu regenerieren. Die Bäume wurden grüner, die Flüsse füllten sich und die vergessenen Träume kehrten zurück. Aber der wundersamste Moment war, als Fritz sich vor ihren Augen verwandelte. Sein Fell wurde wieder rot, seine Augen leuchteten auf und er sprang mit der Lebendigkeit eines jungen Fuchses. »Du hast es geschafft, Lisa. Du hast den Wald und mich gerettet. Aber vor allem hast du deine eigene Fähigkeit, zu träumen und zu hoffen, gerettet.« Von diesem Tag an war Lisa eine veränderte Frau. Sie fand einen Weg, ihre Träume und die Realität in Einklang zu bringen. Und der Wald, nun voller Leben und Magie, wurde ein Zufluchtsort für all jene, die sich verloren fühlten. Fritz und Lisa wurden die Hüter des Waldes, immer darauf bedacht, die Magie am Leben zu erhalten. Und so lebten sie noch lange und erfüllten unzählige Träume, sowohl ihre eigenen als auch die der anderen. Einige Jahre vergingen seit der magischen Wiederbelebung des Waldes. Lisa und Fritz, jetzt als Hüter des Waldes, hatten viele Abenteuer erlebt und unzählige Träume wieder zum Leben erweckt. Aber es gab immer noch ein ungelöstes Rätsel: Woher kam die Magie des Waldes eigentlich? Es gibt eine Legende, begann Fritz eines Tages, über die alte Königin der Träume. Sie soll die ursprüngliche Quelle der Magie in diesem Wald sein. Man sagt, sie schläft tief im Herzen des Waldes und bewahrt die ältesten und mächtigsten Träume der Menschheit. Lisa war fasziniert. »Glaubst du, sie ist real? Können wir sie finden?« »Ich weiß es nicht«, antwortete Fritz. »Aber wenn sie existiert, könnte sie uns mehr über die Magie des Waldes und vielleicht über uns selbst erzählen.« So begann ihre nächste große Reise. Sie folgten alten Karten, entschlüsselten rätselhafte Hinweise und überquerten unheimliche Gebiete, die sie noch nie zuvor gesehen hatten. Nach vielen Tagen kamen sie schließlich zu einer riesigen, mit Moos bedeckten Tür, die in einen massiven Baum eingebettet war. »Das muss es sein«, sagte Lisa. Mit zittrigen Händen öffnete sie die Tür. Ein warmer, leuchtender Schein begrüßte sie. Im Raum befand sich eine alte Frau mit silbernen Haaren, die wie Sterne funkelten. Sie lag auf einem Bett aus Blüten und schien zu schlafen. »Alte Königin der Träume, wir suchen deine Weisheit«, sagte Fritz respektvoll. Die Königin öffnete ihre Augen, die wie Galaxien aussahen, unendlich und voller Geheimnisse. »Ich habe lange auf euch gewartet, Hüter des Waldes.« Lisa und Fritz erzählten ihr von ihren Abenteuern, ihren Ängsten und Hoffnungen.
Die Königin hörte geduldig zu und sagte schließlich: Ihr seid beide Produkte menschlicher Träume und Ängste. Lisa, du repräsentierst die Hoffnung und das Streben der Menschen. Fritz, du bist die Verkörperung ihrer Kreativität und Fantasie. Solange diese Qualitäten in der Welt existieren, wird auch der Wald weiterleben. Aber wie können wir den Wald vor der zunehmenden Gefühllosigkeit der Welt schützen, fragte Lisa. Die Menschen haben die Kraft, ihre eigene Realität zu formen. Eure Aufgabe ist es, ihnen zu zeigen, dass Träumen und Hoffen noch immer möglich ist. Bringt sie zurück in den Wald, lasst sie ihre eigenen Träume erleben und sie werden die Welt ändern, antwortete die Königin. Bevor sie gingen, berührte die Königin ihre Stirnen. Ich schenke euch die Gabe der ewigen Jugend und die Fähigkeit, zwischen dieser Welt und der menschlichen Welt zu reisen. Nutzt diese Gaben weise. Zurück im Wald fühlten sich Lisa und Fritz erneuert und inspiriert. Sie wussten jetzt, dass ihre Mission weit über den Wald hinausging. Sie begannen, Menschen in den Wald zu führen, nicht nur verlorene oder traurige Seelen, sondern auch jene, die ihren Glauben an die Magie und an sich selbst verloren hatten. Und so wurden sie zu Legenden, sowohl in der menschlichen Welt als auch im magischen Reich. Sie waren die Boten der Träume, die Wächter der Fantasie, die Hüter des Waldes der vergessenen Träume. Sie lehrten die Menschen, wieder zu träumen, und in jedem erfüllten Traum fand der Wald neue Lebenskraft. Jahre wurden zu Jahrzehnten, Jahrzehnte zu Jahrhunderten, und der Wald blühte in ewiger Jugend, genau wie seine Hüter. Und die alte Königin der Träume schlief weiter, wissend, dass ihr Erbe in guten Händen war. Mit der neuen Gabe, die ihnen die alte Königin der Träume geschenkt hatte, konnten Lisa und Fritz nun zwischen der Menschenwelt und dem magischen Wald reisen. Ihre Mission wuchs über die Grenzen des Waldes hinaus, und sie fanden sich in einer Welt wieder, die zunehmend von Technologie und Zynismus beherrscht wurde. Zuerst waren sie unsicher, wie sie sich in diese moderne Welt einfügen sollten. Menschen hetzten mit gesenkten Köpfen durch die Straßen, starrend auf kleine leuchtende Bildschirme, die sie in den Händen hielten. Kinder spielten nicht mehr im Freien, sie saßen vor Computern und verschmolzen mit einer virtuellen Realität. In dieser Welt fühlten sie sich wie Fremde, aber sie erinnerten sich an die Worte der alten Königin: Bringt sie zurück in den Wald, lasst sie ihre eigenen Träume erleben und sie werden die Welt ändern. So begannen sie, diskret in das Leben der Menschen einzugreifen. Fritz in der Gestalt eines normalen Fuchses würde Kinder dazu verleiten, ihm in den Wald zu folgen. Dort würden sie von Lisa empfangen, die sie auf Abenteuer mitnimmt, Abenteuer, die ihre Fantasie entzünden würden. Anfangs waren die Eltern besorgt, aber die Kinder kehrten immer glücklich und erneuert zurück. Sie sprachen von Wundern und Magie, von sprechenden Tieren und zauberhaften Lichtungen. Und bald bemerkten die Erwachsenen, dass diese Geschichten ihre eigene Sicht auf die Welt veränderten. Sie begannen, an die Kraft der Träume und die Magie der Fantasie wieder zu glauben. Das Wort verbreitete sich und der Wald wurde zu einer Art Pilgerstätte für Menschen, die verloren schienen oder einfach eine Auszeit von der Modernität benötigten. Lisa und Fritz wurden die unerkannten Helden einer Bewegung, die darauf abzielte, die Menschheit wieder mit ihrer eigenen innewohnenden Magie zu verbinden. Allerdings kamen mit dem Ruhm auch Herausforderungen. Einige Skeptiker und Kritiker begannen, Fragen über die Waldhüter zu stellen. Sie warnten davor, dass diese Magie eine Illusion sei, vielleicht sogar gefährlich. Lisa und Fritz wussten, dass sie handeln mussten. Sie suchten erneut den Rat der alten Königin der Träume. Die Skepsis der Menschen ist sowohl eine Barriere als auch ein Schlüssel, sagte die Königin. Um die Magie des Waldes und der Träume zu bewahren, müsst ihr sie nicht nur erleben, sondern auch verstehen lassen. Wissen und Wunder müssen Hand in Hand gehen. Dies gab Lisa und Fritz eine neue Perspektive. Sie begannen, Gelehrte, Wissenschaftler und Künstler in den Wald einzuladen. Mit der Hilfe der alten Königin und anderen magischen Wesen entwickelten sie Wege, die Magie des Waldes zu erklären, ohne ihr Geheimnis und ihren Zauber zu zerstören. Mit der Zeit wurde der Wald nicht nur ein Zufluchtsort für Träumer, sondern auch ein Labor für jene, die die Natur der Realität selbst erforschen wollten. Und so wuchs der Wald sowohl in der physischen als auch in der metaphysischen Dimension, ein Treffpunkt für Herz und Verstand, für Wissenschaft und Magie. Jahrhunderte vergingen und während die Welt sich veränderte, blieb die Magie des Waldes stark, genährt durch die unermüdliche Arbeit seiner Hüter und die Träume derjenigen, die ihn besuchten.
Lisa und Fritz, immer noch jung und lebendig dank der Gaben der alten Königin, wussten, dass ihre Mission noch lange nicht beendet war, aber sie waren zufrieden. Sie hatten die Magie des Waldes bewahrt und sie mit der Welt geteilt. Und das Wichtigste von allem, sie hatten gezeigt, dass selbst in einer Welt, die immer komplexer und desillusionierender wurde, es immer noch Platz für Träume, Hoffnungen und die einfachen Freuden der Fantasie gab.